Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir schauen uns heute mal das Thema Rauchmelder an. Hier seht ihr meinen Rauchmelder bzw. den Rauchmelder, einen der Rauchmelder, die wir hier bei uns in der Wohnung verbaut haben durch den Vermieter. Und die Dinger sind natürlich wirklich Lebensretter, das kann ich euch aus leider leidvoller eigener Erfahrung sagen. Die Dinger sind wirklich richtig wichtig. Aber was ist, wenn ihr quasi eine große Wohnung habt und gegebenenfalls im Keller einen Rauchmelder habt und der schlägt an und ihr hört es nicht? Dann kommt ein vernetzter Rauchmelder zum Zug, beziehungsweise vernetzte Rauchmelder, und die gibt es von Xsense, das FS61-Paket mit den 6 Rauchmeldern und der Basisstation. Das schauen wir uns heute einmal in diesem Video an. Kurzer Blick auf die Verpackung und wie gerade eben schon gesagt, das Ganze kommt von Xsense. Dazu hatte ich ja schon mal in der Vergangenheit Rauchmelder hier bei mir auf dem Kanal. Das FS61-Paket ist halt eben dieses Paket, wo ihr eine Basisstation und 6 vernetzte Rauchmelder bekommt. Sprich, ihr könnt das Ganze nicht nur miteinander vernetzen, sodass alle Rauchmelder gemeinsam anschlagen, sondern das Ganze auch über eine App. Und das seht ihr hier unten nochmal, die Information dazu, dass das sowohl im App Store als auch im Play Store vorhanden ist. Über eine App euch halt eben auch unterwegs oder im Bett oder wie auch immer benachrichtigen lassen. Selbst wenn ihr nicht hört, dass der eigentliche Rauchmelder anschlägt, könnt ihr quasi diese Alarmierung für euch nutzen. Das Ganze funktioniert nur mit dem 2,4 GHz Wi-Fi, also sprich nicht 5 GHz, ist aber nicht schlimm, denn es geht ja rein um die Anbindung der Basisstation an euren Router, und dann haben wir hier noch ein paar Informationen, die für uns jetzt nicht weiter relevant sind, außer dass es noch die EU-Version ist, aber ich denke, das dürfte klar sein. Deswegen würde ich sagen, wir packen direkt einmal aus. Ja, dann schauen wir einmal rein, was denn der Hersteller alles so reinpackt. Logischerweise dürften wir gleich 6 Rauchmelder erwarten, plus die Basisstation. Die Basisstation wird dann mit Strom verbunden, braucht kein Kabel zu eurem Router, denn genau dafür war ja das vorhin schon erwähnte 2,4 GHz WLAN. Hier sehen wir auch, dass die Anleitung auf Deutsch ist. Sollten wir im Optimalfall nicht benötigen, weil alles in der Einrichtung so einfach ist. Dann haben wir hier ein kleines USB-Netzteil, welches dann die Basisstation mit Strom versorgt. Und wir gucken einmal und haben hier... Na, was ist es? Okay, Micro-USB, ein bisschen schade, da hätte man sich natürlich wünschen dürfen oder können, dass man das Ganze per USB-C angebunden hat. Ist jetzt nicht der Fall. Gut, können wir jetzt nicht ändern. Die Basisstation von der Größe her recht kompakt. Klein, kompakt, genau. Dann haben wir hier auf der Rückseite einen Lautsprecher und hier hinten den Anschluss für die Stromversorgung. Und hier unten drunter sollten dann im Optimalfall die 6 Rauchmelder sein. Genauso ist es auch. Jeweils ein Rauchmelder mit entsprechendem Befestigungsmaterial. Sprich, ihr bekommt Schraube und Dübel für die Befestigung an der Decke dann direkt mitgeliefert. So sieht das Ganze aus. Kleine Taste vorne. Von der Größe her nicht ganz so kompakt wie unser vorhin gesehener Rauchmelder, aber hat halt auch smarte Funktionalität noch mit innen drin verbaut. So, dann würde ich sagen, wir widmen uns auch direkt mal der Installation der Basisstation, und dazu öffnet ihr einmal die Xsense App. Die Installation und so weiter zeige ich euch jetzt nicht mehr, weil das ist, glaube ich, für jeden von euch klar. Dann wählen wir einmal die Basisstation aus und dann einmal den oberen Block, die SBS 50, und können dann auf der Rückseite von der Basisstation einmal den QR-Code scannen, damit wir dann die Basisstation mit eurer App verbinden können. So, das machen wir jetzt hier auch einmal. Dazu scannen wir einmal hier den QR-Code und schon seht ihr, dass das Ganze übernommen wurde. Jetzt könnt ihr das Ganze natürlich noch, wie ihr wollt, umbenennen. Ich habe jetzt hier nur den Raum Garage, das ist noch vom Test der Videokamera oder der Überwachungskamera, spielt ja am Ende auch keine Rolle. Dann könnt ihr jetzt hier einmal die Basisstation in den Kopplungsmodus versetzen. Dazu drückt ihr 5 Sekunden lang auf den kleinen Knopf, der sich an der Oberseite der Basisstation befindet, und zwar exakt hier oben. Genau, den drückt ihr einmal 5 Sekunden lang, dann geht die Basisstation, so wie es denn nicht schon ist, in den Kopplungsmodus, und ihr könnt einmal auf Weiter drücken und werdet dann relativ schnell feststellen, dass sich App bzw. Smartphone mit der Basisstation verbindet. Ein paar Sekunden dauert es, aber gleich wird die Bestätigungsmeldung kommen, und das seht ihr hier auch schon. Jetzt können wir die WLAN-Zugangsdaten zu eurem eigenen WLAN eingeben. Ich blende das jetzt hier mal aus, dürfte für euch nicht weiter relevant sein, wie denn das Passwort zu meinem WLAN ist. Wer in Köln ist, kann übrigens gerne auch vorbeikommen, dem gebe ich auch so WLAN, der braucht gar kein Passwort hier knacken oder ähnliches. Jetzt müsst ihr nochmal bestätigen, dass das Passwort korrekt ist, und dann wird das Ganze schon hinzugefügt, auch über Sprachunterstützung an der Station. Bekommt ihr immer mit, wie gerade die Prozessschritte sind, ganz unabhängig davon.
dass das Ganze auch in der App nochmal eingeblendet wird. Jetzt wird quasi die Zugangsdaten zu eurem WLAN übertragen. Es wird eine Verbindung mit dem Cloud-Server hergestellt, damit ein Firmware-Update runtergeladen werden kann, so es denn vorhanden ist. Und dann seid ihr eigentlich auch schon durch. Wenn ihr jetzt auf Abschließen geht, kommt noch eine kleine Information, und zwar die, dass ihr einen Alarm an der Basisstation deaktivieren könnt, so ihr das denn möchtet. Ich finde es persönlich ganz praktisch, weil dann kann man einfach aufs Knöpfchen drücken und der Alarm ist stumm geschaltet. Ist aber am Ende Geschmackssache, solltet ihr euch auf jeden Fall auch durchlesen, was hier steht. Ob das für euch relevant ist oder eben nicht, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt sein. Und dann haben wir eigentlich auch schon den ersten Schritt getan, denn in der App ist jetzt unsere Basisstation vorhanden. Das seht ihr hier auch nochmal. Und wir können jetzt die weiteren Schritte übernehmen. Sprich, wir können jetzt zusätzliche Rauchmelder mit anlernen, damit das Ganze dann auch eine Funktionalität bekommt. Ja, nur mit der Basisstation können wir natürlich nicht viel anfangen, deswegen verbinden wir jetzt noch die XS01M Rauchmelder mit der Basisstation. Ihr seht, Batterien werden mitgeliefert, einzig geschützt durch diese kleine Plastiklasche, die versuche ich jetzt mal rauszuziehen und die scheint etwas größer zu sein, als ich das erwartet habe. Wenn ihr sie dann einmal raus habt, dann hat der Rauchmelder logischerweise auch Strom, Batterie kurz festdrücken. Die Halterung habt ihr mittlerweile wahrscheinlich schon an eurer Decke befestigt und drückt jetzt einfach nur den Rauchmelder wieder in die Halterung und damit sind wir startklar, um das Ganze dann auch mit der Basisstation zu verbinden. Gleiches Prinzip wie gerade schon mit der Basisstation, funktioniert natürlich über die Xsense Home Security App, also sprich App geöffnet, einmal rechts oben das rote Plus gedrückt und dann das richtige Tool bzw. die richtige Funktion, Schrägstrich das richtige Gerät ausgewählt. In unserem Fall ist das dann der Rauchmelder und hier seht ihr relativ schnell auch, welche denn die passenden sind. Ihr seht ganz oben, das ist der Rauchmelder, den wir gerade vor uns haben. Passend auch zu unserer Basisstation, auch das darunter nochmal angemerkt. Einfach draufgehen, auswählen sozusagen und dann könnt ihr die nächsten Schritte schon unternehmen. Gleiches Prinzip, ihr könnt das Ganze jetzt benennen, ich belasse es mal dabei, so wie es ist. Jetzt wird nochmal gesagt, ihr müsst die Plastikstecker rausziehen, das haben wir ja gerade eben schon getan. Jetzt einmal oder beziehungsweise zweimal auf die Bestätigungstaste an der Seite drücken, damit das Ganze in den Kopplungsmodus versetzt wird. Das machen wir dann jetzt auch einmal, damit wir versuchen oder beziehungsweise das Ganze dann verbunden wird. 1, 2, dann seht ihr, das Ganze leuchtet hier so ein bisschen rot und schon wird die Verbindung auch hergestellt und wir haben jetzt auch den Rauchmelder hinzugefügt. Im Hintergrund habt ihr gerade wahrscheinlich gehört, dass das Ganze auch per Sprachansage dann nochmal bestätigt wird. Und damit sind wir auch schon durch. Wir haben quasi den Rauchmelder jetzt an die Basisstation angelernt und können jetzt noch die 5 weiteren anlernen, logischerweise. Ihr seht auch den Zustand und so weiter und so fort. Mehr zur App gucken wir uns aber jetzt im nächsten Kapitel dann einmal an, damit ihr seht, was da auch passiert. Ja, jetzt ein bisschen mehr zur App, denn wir haben ja jetzt quasi die Basisstation und den Rauchmelder angemeldet. Jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen, was denn in der App noch für Möglichkeiten bestehen. Einmal die Geräteeinstellungen, wo ihr den Namen verändern könnt, den Standort. Ihr könnt Informationen zu eurem Gerät abrufen und das ist vielleicht fast schon eine der wichtigsten Funktionalitäten, ihr könnt damit auch das Gerät testen. Das ist natürlich extrem wichtig, gerade wenn es um Batterie und so weiter und so fort geht. Ihr seht zwar den Batteriestatus auch in der App, aber hier einmal testen zu können, ob denn alles funktioniert, ob die Lautstärke in Ordnung ist und so weiter und so fort, macht auf jeden Fall Sinn. Ihr könnt auch konfigurieren, wie laut der Alarm an der Basisstation ist. Das lässt sich hier einstellen. Ihr könnt auch verschiedene Töne auswählen, so ihr denn wollt. Das ist reine Geschmackssache aus meiner Sicht. Der Ton macht in dem Fall nicht die Musik, sondern es geht eher darum, dass der laut genug ist. Benachrichtigungen könnt ihr aktivieren, also sprich einstellen, wann ihr eine Information bekommen wollt, zum Beispiel beim Test oder ähnlichem, dass ihr da immer informiert seid, wie denn der aktuelle Zustand ist. Unten noch Hilfe Feedback, das habe ich jetzt gerade vergessen. Da geht es auf die Online-Seite des Herstellers, da könnt ihr dann nochmal Bedienungsanleitung und Co. euch anschauen. Bei der Basisstation ähnliches, könnt ihr auch Namen und Standort konfigurieren. Ihr könnt die Sprachansagen, die wir jetzt hier schon mehrfach gehört haben, aktivieren oder deaktivieren. Die Lautstärke der Sprachansagen aktivieren und deaktivieren. Und hier habt ihr auch nochmal den Alarm stumm schalten über die Taste. Das haben wir vorhin schon bei der Installation gesehen. Auch das lässt sich hier dann nochmal konfigurieren. Ihr könnt euer WLAN verändern. Ihr könnt die Sprachlautstärke ändern, wie ich es euch gerade schon gesagt habe. Wir können die Geräteinformationen einsehen, darunter übrigens auch zu finden das Firmware-Update und ihr seht hier, wir haben auch ein Update, sprich wir können das Ganze dann jetzt auch reinladen, wenn wir denn wollen. Wir können das Ganze freigeben für jemand anderen, sprich wenn ihr sagt, okay, meine Frau oder meine Freundin oder mein Vater oder wer auch immer noch mit im Haus wohnt, soll auch informiert werden, könnt ihr das Gerät hierüber auch relativ einfach freigeben und das war es dann tatsächlich auch schon an Funktionalität. Ich glaube, mehr erwartet man auch nicht. Wichtig ist zu sehen, dass man die Reichweite sehen kann und den Batteriezustand. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Aspekte.
genug der Theorie, jetzt probieren wir das Ganze einmal aus. Dazu habe ich hier ein Rauchmelder-Testspray und ihr hört im Hintergrund schon, jetzt geht's los. Der Alarm ist erkannt worden, sprich der Rauchmelder hat ausgelöst. Wir haben sowohl auf eurem Smartphone einen Alarm bekommen, als auch an der Basisstation und selbst nachdem ich alles ausgestellt habe, hat unser eigener Rauchmelder noch weiter gepiept, also Funktion ist auf jeden Fall gegeben. Ja, Rauchmelder retten Leben und vernetzte Rauchmelder, smarte Rauchmelder, so wie wir sie jetzt hier haben, retten sicherlich noch ein paar mehr Leben. Gerade wenn ihr vielleicht irgendwo im Keller einen Rauchmelder habt, den ihr gar nicht hört, wenn ihr den testet, solltet ihr darüber nachdenken, auf ein vernetztes Set umzustellen. Wenn das Ganze dann noch smart ist und euch übers Telefon warnt, vielleicht sogar noch besser, habt ihr vielleicht noch mehr die Möglichkeit, euer Eigentum oder auch euer Leben zu schützen und zu retten. Ob das jetzt Xsense sein muss oder irgendjemand anders, lasse ich mal dahingestellt sein. Empfehlung auf jeden Fall, smarte Rauchmelder, kann ich persönlich nur sagen, würde ich mir definitiv anschaffen. 130 € finde ich auch fair für den Preis, sind 6 Rauchmelder mit dabei. Ihr könnt das Ganze auch noch schier unendlich erweitern, also auch in ein Riesenhaus könnt ihr das Ganze umsetzen. Passt für mich, checkt das Ganze mal aus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.